Übrigens, Chuck und Carla, die in 2 Wochen hier sein werden, haben unsere Arbeit in der früheren Sowjetunion aufgebaut und viele Jahre lang die Arbeit dort geleitet. Es wird also sehr interessant sein, sie zu hören. Und wir freuen uns sehr, dass wir Gäste heute hier haben, der für uns sprechen wird. Wenn ihr ihn nachher vorne seht, werdet ihr euch wundern, dass so ein junger Mann schon seit vielen Jahren Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Albanien ist. Aber die Gemeinden in Albanien sind generell relativ jung. Es hat ja dort für viele Jahrzehnte eine kommunistische Diktatur geherrscht. Er ist ganz am Ende dieser Zeit geboren und wir freuen uns, dass er uns darüber berichten kann, was Gott heute in Albanien tut. Er ist verheiratet, hat 3 kleine Mädchen und wir freuen uns, dass wir ihn heute hier haben und wünschen ihm und dem Hans-Günther Gottes Segen für den Dienst. Er wird sicherlich selber sagen, wie viele Gemeinden wir haben und wo wir arbeiten. Ich möchte ihm das nicht alles wegnehmen. Herzlich willkommen, Gäste. Good morning, everyone. Guten Morgen zusammen. It's so good to be here after 7 years. Es ist so gut, nach 7 Jahren endlich wieder mal hier zu sein. I've been here 7 years ago, I think, when the leadership conference was held here. Ich war vor 7 Jahren hier, als die Leiterschaftskonferenz hier stattgefunden But hat. I was very young and I was always seated on the back and didn't have the chance to meet several people or many people. Und ich war damals noch sehr jung. Ich habe da irgendwo mich im Hintergrund rumgedrückt und hatte keine Gelegenheit, viele Leute kennenzulernen. But I am very glad to be here with you today. Und heute bin ich einfach froh, dass ich bei euch sein darf. And to see many faces that I know for a long time. Und auch viele Gesichter zu sehen, die ich seit langem schon kenne. When I left to come to Germany, my wife Eda was saying, like, you have to be well prepared for there. Und als ich mich vorbereitet habe, um hier nach Deutschland zu kommen, hat meine Frau zu mir gesagt, du musst, wenn du dorthin gehst, wirklich gut vorbereitet sein. And I said, why? You know that I do travel some and I do speak in some churches. Why are you saying this? Und ich fragte dann zurück, du weißt, ich reise durch viele Länder und bin an vielen Orten und predige dort. Warum sagst du mir das? And she said, because there are some of your UNC professors. Und ich sage, das sind nämlich einige, die damals deine Professoren, deine Lehrer waren an der Bibelschule. So don't make them think, why did we graduate him? Und lass die nicht auf die Idee kommen zu fragen, warum haben wir den überhaupt ausgebildet? But yeah, it's so good to be here to meet with Klaus and with others. Und es ist so gut, hier zu sein, Klaus wiederzutreffen und einige andere auch. And to see the pastor again. Und den Pastor auch zu treffen. So, I'll start of telling a little, like I come from Albania and probably you might have heard about Albania. Und ich will mal damit anfangen, dass ich ein bisschen was über Albanien erzähle und ihr habt sicherlich einiges schon über Albanien gehört. That's the map of Albania and Albania is on the southeastern of Europe. Und das ist die Karte von Albanien im Südosten von Europa. And for about 44 years we were under communism and we were very closed. Und für 44 Jahre waren wir unter kommunistischer Diktatur und das Land war sehr abgeschottet. And on 1992 it was open. 1992 öffnete sich das Land. And we had several people coming there to plant churches. Und etliche Leute sind nach Albanien gekommen, um dort Gemeinden zu gründen. Like Dr. Herman that came to help there to start a church. Wie der Dr. Herman, wie er in der ganzen Welt heißt, kam, um Gemeinden anzufangen. And to be honest, I'm very thankful because the church he started there, I'm pastoring today. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, denn die Kirche, die er mit gestartet hat, ist die Gemeinde, die ich heute leite. But that was the time when people came like from atheism, completely atheism, started being open to God. Und das war aber in der Zeit, als die Menschen von einer völlig atheistischen Hintergrund kamen und fingen über Gott nachzudenken. People started to go back to their religions. Und wieder zurückzugehen zu ihren Religionen. And in fact, Albania now it's known as the only
Muslim country in Europe. Und Albanien wird heute als das einzig wirkliche muslimische Land in Europa Because bezeichnet. there are many Muslims there now. Denn dort gibt es sehr viele Muslime. And something interesting is that the eastern countries are investing a lot in Albania. Und was sehr interessant ist, ist, dass die östlichen Länder sehr viel in Albanien They're investieren. investing on buildings, like they're building mosques everywhere, in every corner. Also da werden in Gebäude hinein investiert, da werden Moscheen an allen Ecken gebaut. They're opening businesses, like the best hospitals, the best schools belongs to them now. Und zu denen gehören auch die besten Krankenhäuser und die besten Geschäfte, die es gibt. And they're hiring a lot of young people. Und die stellen eine ganze Menge junger Menschen ein. Because this is like what the people there need. They need employment. Denn das ist, was die Menschen dort brauchen. Die brauchen eine Anstellung, eine Arbeit. So they're seeing Albania as the gateway to Europe. Und für die ist das Verständnis, Albanien kann so ein Tor nach Europa sein. That's why they're investing so much in there. Und das ist der Grund, warum sie so viel investieren dort. While about churches, there are about 300 churches all over Albania. Und wenn wir über christliche Gemeinden sprechen, da gibt es in ganz Albanien etwa 300. There are all different denominations, Das sind alle Arten von from the Denominationen, most reformed church to the most charismatic church. von der meist reformierten Kirche bis zu der meist charismatischen And Kirche. all of these are part of the alliance, their evangelical alliance, Und die alle gehören zur evangelischen Allianz. where I serve as the general secretary or Und as der the diene director. ich ja als Generalsekretär und leite das. I remember about 4 years ago when I was elected as the general secretary. Ich erinnere mich noch vor 4 Jahren, als ich zum Generalsekretär gewählt wurde. I was a young pastor that didn't know many people there. Da war ich ein ganz junger Pastor und kannte noch überhaupt nicht viele Leute. And other pastors were coming to me, were meeting me, Und andere Pastoren kamen zu mir und haben mich begrüßt. and they're saying, I'm sorry for you, I'll pray for you. Und die haben mir dann gesagt, es tut mir sehr leid für dich. And I Ich was bete für looking dich. them and saying, what do they mean with this? Und ich habe mich gefragt, was meinen die damit? I was expecting that they would come to me and support me, Ich hatte erwartet, dass die kommen und mich unterstützen. tell me congratulations, Die mir gratulieren. but later on, Aber später I thought to go and to start a tour in Albania and visit some churches. Da hatte ich mich entschlossen, durch Albanien zu reisen und einige der Gemeinden zu besuchen. And I was calling pastors like, can you come and meet with me at this place? So I didn't have to meet one by one all the pastors. Also habe ich so einen Rundruf gemacht und gesagt, können wir uns vielleicht dort an dem Ort treffen, damit ich nicht zu jeder einzelnen Gemeinde reisen musste, sondern so ein paar zentrale Stellen hatte. But I was listening from them like, no, I don't want to sit on the same table with that pastor. Aber die Antwort, die ich bekam, war nein, denn ich habe keine Lust, mit diesem Pastor an einem Tisch zu sitzen. That showed that the alliance really wasn't on a good relationship with one Und another. das with zeigt sehr pastors. deutlich, dass die Allianz, die es dort gab, aus keinen guten Beziehungen bestand. So I started praying, but God, why did you choose me here? Why did you want me here? Also habe ich gebetet und gesagt, Gott, warum hast du mich an diese Arbeit gestellt? Warum bin ich das? Always we were used, the first general secretaries, there were well-known pastors, tough pastors. So die ersten Generalsekretäre, das waren sehr bekannte Pastoren und auch so harte Typen. While I was someone young that maybe they were not going to listen me at all. Aber ich war halt so ein junger Kerl und die werden mir vielleicht überhaupt nicht zuhören So wollen. I started praying about the relationship of the pastors. Also fing ich an, für die Beziehungen unter den Pastoren zu beten. And one of the pastors that were telling me very strongly that I don't want to sit with that other pastor on the same table. Und I einer called der him once. Pastoren, der mir so deutlich gesagt hat, ich habe keine Lust, mit dem Pastor an einem Tisch zu I sitzen. told him that you need to come and sit with me and him and we will speak together. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, er und ich, wir müssen an einen Tisch kommen und miteinander reden. But then he was saying like, no, I won't do it. Aber er sagte, nein, ich mache das nicht. And
after a while, he calls me and he needed some documents for the government from me to sign. Und nach einer Weile hat er mich dann angerufen und sagte, ja, ich brauche da so ein paar Dokumente für die Regierung. And I told him, I'll give these documents to you. I'll come to your town, but we'll have a meeting, the three of us. Und ich habe ihm gesagt, okay, du kriegst die Dokumente, ich komme an deinen Ort, aber wir werden erst mit dem anderen zusammensitzen. If you want them, you have to come there. Wenn du die Dokumente willst, dann musst du da hinkommen. So I went there and I sat with the other pastor. Und ich bin dorthin gegangen, dann haben wir mit dem anderen Pastor zusammengesessen. And I see this pastor showing up and coming. Und der kam tatsächlich. So he sat with us, we spoke together. Wir saßen da zusammen, wir sprachen miteinander. At the end, I prayed. Am Ende habe ich gebetet And then they left. und dann sind die beiden gegangen. After a while, I organized a meeting with several pastors from that area. Und nach einer Weile habe ich ein anderes Treffen vereinbart mit Pastoren aus dieser selben And these Gegend. pastors had to travel like an hour, to drive 1 hour to come to our meeting. Und die Pastoren, die eingeladen waren, die mussten etwa 1 Stunde fahren, um dort zu dem Platz zu kommen. And what I saw was that they drove together on the same car for Und about was 1 mich hour. beeindruckt hat, ich sah die kommen und die fuhren alle gemeinsam in einem Auto. So that was something that really made me happy. Und das war etwas, was mich einfach glücklich gemacht hat. Because many times even why we might think that we cannot do anything, So manchmal denken wir können doch überhaupt nichts ausrichten. there is God the one that moves, God the one that Aber da changes ist people. Gott, der Menschen verändert und der Dinge bewegt. I don't know, but I've seen myself many times being busy on different things, going around, traveling. Und bei mir ist es so, ich sehe mich manchmal sehr beschäftigt mit unterschiedlichen Sachen, auch unterwegs zu sein und zu reisen. We get very busy on life. Wir sehr beschäftigt mit unserem Leben. Life just takes over us and doesn't allow us to live a life like Jesus wants us to. Das Leben überholt uns manchmal irgendwie und gibt uns keine Gelegenheit, so zu leben, wie Jesus gelebt And I hat. was praying, God, what do you want me to preach, to speak today? Und ich habe dann gebetet, Herr, was soll ich heute hier predigen? And there were the verses from Luke 38, Und es waren die Worte 10, 38 to 42. aus Lukas 10, 38 bis 42. Okay, can you read that? What did you say another? Luke 10, ja. Also, Lukas, vielleicht, wer weiß, was ich gesagt habe. Ist egal, wer es weiß. Lukas 10, 38. Ich lese es nochmal vor. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und die hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Amen. Every time I read this story, I think about myself. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich über mich selbst nach. And I think we all feel like this, like many times we are very busy. Und es ist wie in dieser Geschichte, wir sind an vielen Zeiten einfach so beschäftigt. You know, I'm busy with my family, with 3 kids. Ich bin beschäftigt mit meiner Familie, wir haben 3 Kinder. I'm busy with the church, preparing sermons, visiting people, preparing Bible Ich studies. bin beschäftigt mit der Kirche, ich bereite Predigten vor, Bibelstunde, besuche Menschen. I might be busy with Evangelical Alliance, with traveling, with going, speaking to different Und dann churches. natürlich auch mit der Evangelischen Allianz. Ich reise viel, besuche unterschiedliche Gemeinden. And to be honest, these are all good things that I am busy with. Und in der Tat, das sind alles gute Dinge, mit denen ich beschäftigt These are bin. things that help the church to grow, that help the kingdom to grow Das in sind Albania. alles Dinge, die helfen, dass die Gemeinde wächst, aber auch das Reich But Gottes wächst. when I read these Bible verses, Aber wenn ich diese Bibelverse lese, it makes me think more
what is the best for me? dann frage ich mich oft, was ist das Beste für mich? What is the best for me to do? Was ist das Beste, das ich tun kann? Kombinat, the place where I'm serving at, where our church is located at. Kombinat, das ist der Ort, wo unsere Kirche angesiedelt ist, wo ich Pastor bin. It has about 60,000 people on that area. Es gibt in dieser Gegend etwa 60.000 Menschen. And we are the only church serving on that neighborhood. Und wir sind die einzige Kirche, die es in dieser ganzen Gegend gibt. But this again has made us, being serving there has made us being connected with the people there and growing the church. Aber dort Gemeinde zu bauen, hat uns geholfen, natürlich mit Menschen in Kontakt zu treten und Gemeinde aufzubauen. So we keep on serving to this community. Also wir dienen dieser Gemeinschaft, dieser Kombinat Kommune. means factory. Kombinat, das Wort bedeutet eigentlich Fabrik. It was the largest factory during communism. Es war die größte Fabrik, die es während des kommunistischen Regimes dort gab. What happened? People went and broke it when the democracy came. Und was passiert ist Folgendes: Als die Demokratie endlich dorthin kam, Cause die Menschen die Fabrik abgerissen. Because they were thinking, we don't want anything that connects us again with communism. Denn die wollten nichts mehr da sehen, was sie irgendwie in Verbindung bringt mit dem But they Kommunismus. forgot that about 40% of the Tirana population was working there. Aber was die vergessen hatten, war, dass etwa 40% der Menschen in Tirana da irgendwie gearbeitet haben. So they broke it and then they made houses there with people coming all over. Also die haben es abgebrochen und dort Häuser gebaut für die Menschen, die dorthin zogen. And their life never changed. Aber ihr Leben hat sich nicht That's verändert. why that neighborhood, it's known a lot about alcoholic, drug or stealing. Es hat sich nichts verändert und deshalb kennt man diese Gegend als eine Gegend, in der es viel Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Kriminalität gibt. And so we have been serving to these people for about 25 years now. So für die letzten 25 Jahre haben wir dort den Menschen gedient. I remember 8 years ago when God called me to go to that church, to move to that church. Ich erinnere mich noch gut daran, vor 8 Jahren, als Gott mich berufen hatte, dort in der Gemeinde zu dienen. I felt from God that I had to be a full-time pastor there, not going only during the meetings and working during the week. Es war meine ganz starke Überzeugung geworden, dass Gott wollte, dass ich vollzeitig als Pastor arbeite und nicht nur arbeiten gehe, ganz normal, und dann die Gemeindemeetings leite. Even why the church could not support me as a pastor, we decided that my wife were going to work and I would be serving. So, die Gemeinde hatte sich entschieden, dass sie mir keine Vollzeitstelle anbieten will oder kann. Also haben wir entschieden, dass meine Frau arbeiten geht und für unser Einkommen And aufkommt. my vision was to have a church open every day from 9 to like all the day long to serve the community, the poor So, community. meine Vision war es, dass die Kirche jeden Tag von 9 Uhr morgens bis abends offen ist, um den Menschen dienen zu And können. I started going there every morning, meeting people, praying and spending time there. Und ich bin jeden Morgen dorthin gegangen, habe Zeit mit Menschen verbracht, habe mit Menschen gebetet. And I remember one day walking back from the church to my house. It's about 15 minutes walk. Und ich erinnere mich, wie ich eines Tages von der Kirche zurück zu meinem Haus gelaufen bin, etwa 50 Minuten Fußweg. In a 15. in a trash can close by my house, I see 3 little kids that were looking in there. In einem Abfalleimer, der nahe an unserem Haus war, sah ich 3 Kinder, die da drin herumgewühlt haben. They were looking to find some food to eat. Die haben nach etwas Essbarem gesucht. It might happen a lot around Tirana or that area. Und das geschieht sehr oft in der Gegend um Tirana herum. But I felt from God, stop and talk to them now. Und ich habe von Gott den Eindruck gewonnen, dass er sagt, bleib einfach mal stehen und rede mit diesen Kindern. So I stopped and I talked to them. Ich habe angehalten, habe mit den I Kindern asked them, gesprochen why are you eating here? und ich habe sie gefragt, warum And esst ihr hier? they were not answering. Aber die haben mir keine Antwort Then I gegeben. took them to church, back to church, and we had a small kitchen there. Und dann habe ich sie mitgenommen in die Kirche. Wir haben dort so eine kleine Küche.
After they ate, I told them, you can come here and eat how many times you want. Und ich habe ihnen was zu essen bereitet und habe ihnen gesagt, ihr könnt jederzeit kommen und immer hier essen, wann immer ihr wollt. The church saw this and they started taking care for these 3 kids. Und die Kirche hat es mitbekommen und hat angefangen, Verantwortung They zu started übernehmen für bringing diese food 3 from Kinder. their houses and giving to them. Die haben Essen von zu Hause mitgebracht und haben es den Kindern gegeben. One of the young girls of the church said, Pastor, can I help them with the school homeworks because they were not going to school? Und ein Mädchen aus der Gemeinde hat gesagt, Pastor, kann ich vielleicht helfen? Ich kann den Kindern ein bisschen Unterricht geben. So I saw the church getting involved on this. Und ich habe miterleben dürfen, wie die Kirche hier sich involviert hat. And then we started looking for other kids like them. Und dann haben wir Ausschau gehalten nach anderen Kindern wie diese. And now we have about 35 kids. This is like the place where they come with turns and there are some tables. Und heute haben wir etwa 35 Kinder, ihr seht es auf dem Bild, die kommen und dort essen. But now we have about 35 kids that come, eat there, do the homeworks and do a Bible lesson. Und heute kommen die nicht nur und essen, sondern die machen auch dort ihre Hausaufgaben, bekommen auch dafür Hilfe und bekommen noch eine biblische Geschichte. It's so great that God has used this way even to reach to some parents, because some of them don't have parents. Und es ist einfach großartig, wie Gott diesen Weg für uns geöffnet hat, dass wir durch die Kinder auch die Eltern erreichen. Manche haben keine mehr. Or to different people with social problems. Oder auch darüber auf der Schiene an Menschen kommen, die soziale Schwierigkeiten haben. I had once the director of a school asking me, Einmal hat mich ein Rektor einer Schule gefragt, how can you serve to these kids? wie könnt ihr diesen Kindern so dienen? Because we see that even when they come to school sometimes they have no friends or the little others don't want to stay close to them. Denn wir erleben, selbst wenn die zur Schule kommen, haben die keine Freunde oder finden keinen Anschluss. But I told him this is only because of God's love. Und ich erzähle denen dann, dass das einfach nur geht durch die Liebe Gottes. The church serves them only because of God's love. Die Kirche dient den Kindern um der Liebe Gottes willen. Yeah, and later after we started this, we got connected with Dorley and with Dr. Herman, so they helped us start a Children Development Center. Und später, als die Sache schon eine Weile lief, haben wir Kontakt bekommen zu Dorli und Hermann und haben ein Kinderzentrum angefangen. Yeah, and we thank all of you, the church here, for the support that has been for the Und the wir kids danken there. euch, der Gemeinde hier, dass ihr das auch mit unterstützt habt, dieses Kinderzentrum. But let us turn again to the verses that we read. Aber lasst uns doch mal die Verse anschauen, die wir gelesen haben. You know, we see Mary here at this part that she could have done many different things while Jesus was there with them. Also wir sehen hier eine Maria, die natürlich vieles hätte machen können in der Zeit, als Jesus bei ihnen war. She could have cooked, she could have helped her sister. Sie hätte kochen können, sie hätte ihrer Schwester helfen she können. could have helped to prepare the table for Jesus. Sie hätte zumindest mal den Tisch decken können für But Jesus. she chose something else. Aber sie hat sich für etwas anderes She entschieden. chose to lay on Jesus' feet. Sie hatte sich entschieden, einfach zu den Füßen Jesus zu She sitzen. wanted to listen what Jesus were saying to her, what Sie were telling wollte her. hören, was Jesus ihr zu sagen hat. Do you also want to listen what Jesus is saying to you? Und wie ist das bei euch? Wollt ihr auch hören, was Jesus euch zu sagen hat? Do you want to know what Jesus is saying about your lives, about your roles? Wollt ihr hören, was Jesus euch zu sagen hat über euer Leben, über die Rollen, die ihr einnehmt im Leben, About the responsibilities you have in life? über die Aufgabenbereiche und Verantwortungen, die ihr tragt im Leben? He is saying that if you don't want to listen, then you're not going to listen. Und Jesus sagt, wenn du nicht hören willst, dann wirst du nichts hören. You know, Jesus says that because of what Mary chose, she has chosen the best part. Und Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. I have noticed that many times as people,
we want to listen to God, Und ich habe beobachtet, dass wir als Gottesleute, ja, wir wollen Gott hören, but we want to listen only what we think that the answer is. aber wir wollen nur das hören, wovon wir schon denken, dass es die Antwort sein We wird. want to listen only when we want something that for ourselves. Wir wollen nur hören, wenn es uns und unseren Zwecken dient. And if the answer from God is the opposite, then we close our hearts, we close our ears. Aber die Antwort Gottes macht dann ganz deutlich, was dann geschieht, ist eigentlich, dass wir unsere Herzen und Ohren verschließen. Many times we don't want to listen from God, but we want His approval about the things that we want. So oft wollen wir gar nicht hören, was Gott zu sagen hat, sondern im Grunde genommen nur seine Zustimmung haben zu dem, was wir für uns schon entschieden haben. Brothers and sisters, the problem is not that God doesn't speak. Aber das Problem ist ja nicht, dass Gott nicht spricht. The problem is that we don't listen. Das Problem ist, dass wir nicht zuhören. We don't listen His voice because of the noises that might be around us. Wir hören seine Stimme nicht mehr, weil so viel Stimme und Geräusche um uns herum sind. Because of the many things that many times we have to do. Wegen der vielen Dinge, die wir hören. Martha was very distracted from all she had to prepare for Jesus. Martha war sehr abgelenkt durch all das, was sie für Jesus vorbereitet hat. That's why she goes and complains that her sister was not helping her. Und was sie tut, ist dann, sie beschwert sich darüber, dass ihre Schwester ihr nicht hilft. This is the reason why we also don't listen. Und das sei auch der Grund, warum wir oft nicht Because we zuhören. are distracted from all the things around us. Wir sind so abgelenkt durch all die Dinge, die uns umgeben und beschäftigen. There are so many things around us that don't allow us to be focused on God. Da sind so viele Dinge um uns herum, die passieren, dass es uns nicht gelingt, uns ganz auf Gott hin zu fokussieren. You know, as I said before, there might not be bad things, there might be good things. Und wie ich schon gesagt habe, das mögen ja nicht nur schlecht, das mögen ja keine schlechten Dinge sein. Das sind alles gute Dinge. Because even Martha was doing some good things for Denn Jesus. auch die Martha hat ja nur Gutes für Jesus She getan. had opened her house for Jesus. Sie hat ihr Haus für Jesus She was geöffnet. cooking for him. She was serving him. Sie hat für Jesus gekocht, sie hat ihm gedient. She was doing something that was very good. Sie hat etwas getan, was sehr gut ist. But because of this, Aber wegen diesem she was losing the best part. hat sie das beste Teil verpasst. This is our problem, that many times we might be very busy on details, Und das ist unser Problem sehr häufig, dass wir sehr beschäftigt sind in den Details, die wir tun, that we might lose the best part for our dass lives. wir das Beste für unsere Beziehung mit Jesus verpassen. It all has to be with the priorities we have. Das hat alles sehr viel zu tun mit den Prioritäten, die wir haben. If God is first, then our priorities will be the things that God wants for us. So, wenn Gott an erster Stelle steht, dann wird auch alles andere in die richtige Reihenfolge und Priorität fallen. Many times we might think, but I go to church every meeting, I read the Bible every day. Und vielleicht sagen wir uns manchmal selbst, ich gehe doch immer regelmäßig in die Kirche, ich lese sogar jeden Tag die Bibel. I do this, I do that. Ich mache dieses und ich mache jenes. But Jesus is telling us Aber Jesus sagt uns heute, the best thing to do das Beste, das wir tun können, is to sit at His feet. zu seinen Füßen zu sitzen, It's to listen at His voice. seiner Stimme zuzuhören. Are we listening what He is speaking to us? Und hören wir tatsächlich, was Jesus uns sagt. You know, I have seen God moving so much in our area, in our lives, in my life, personal life. Seht ihr, ich habe so viel gesehen von dem, was Gott bewegt in unserer Umgebung, der Kirche, in meinem eigenen Leben. There are so many stories that I can tell, but I won't because of time. Da gibt es viele Geschichten, die ich erzählen könnte, aber nicht erzählen werde, aus Zeitgründen. But about 1 year and a half ago, my wife and I decided to start a kindergarten to serve to the community. Aber vor etwa 1,5 Jahren, das will ich euch erzählen, haben meine Frau und ich entschieden, einen Kindergarten zu beginnen, um einfach den Menschen in unserer Kommune zu dienen. We got this vision from God, but to be honest, we didn't have anything. Und wir haben diese Vision von Gott bekommen,
Aber ganz ehrlich, wir hatten nichts. We had only the desire for that. Wir hatten lediglich den Wunsch, das zu tun. So we started getting connected with people, and God was bringing us different people to support us, to help us for this. So haben wir verschiedene Beziehungen aufgebaut, mit Leuten Kontakten gemacht und da entstand dann eine Gruppe, And die uns unterstützen after wollte. a while, we finish. This is the kindergarten, the building, and everything inside. Und nach einer Weile haben wir die Sache in Angriff genommen. Das ist hier das Gebäude des Kindergartens, das wir jetzt haben, den wir jetzt haben. So I said, "Oh, now we are ready to go and apply for the license." Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir das Gebäude, jetzt sollten wir mal einen Antrag stellen, auch eine Genehmigung zu bekommen, dass wir das machen dürfen. So I go and apply for the license for the kindergarten. Also habe ich mich auf den Weg gemacht zu den Behörden, um eine Lizenz zu beantragen, eine Genehmigung. But you know, corruption in Albania it's so high, it's very high. Aber wisst ihr, in Albanien, Korruption ist so schlimm und so That hoch. many times for everything you want to do with the government, they So want für money. alles, was ihr mit der Regierung irgendwie vereinbaren wollt, für alles wollen die Geld. So I had the person from the educational ministry that came to see the kindergarten. So, ich hatte einen Mann, der vom Ministerium kam, um sich den Kindergarten anzuschauen. And she sees it and she tells, "Whoa, you have done such a great work." Und sie kam und hat gesagt, boah, das ist echt eine tolle Arbeit, die ihr gemacht habt. But I'm telling you something, she said. Aber sie sagte, ich sag dir eins, There are some better kindergartens than these that haven't taken the license. aber weißt du was, es gibt einige Kindergärten, die sind viel besser als das, was ihr habt. Die And there haben are keine some- Lizenz. And there are some worst ones that have taken the license. Und es gibt Kindergärten, die ganz schlimm sind, aber die haben die Lizenz bekommen. And I was looking and I said, no, it doesn't work like that with me. Und ich habe ihr gesagt, wissen Sie, so läuft es mit mir nicht. Because what she meant was, you should give me money, so I give you the Denn license. was sie da zwischen den Zeilen erklärt hat, war, gib mir Geld, dann kümmere ich mich um I die tell her, Lizenz. I'm a pastor and I don't fear people, I fear God, so I cannot do that. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, ich bin Pastor, ich habe keine Angst vor Menschen, ich habe nur Angst vor Gott, nur Ehrfurcht vor Gott. And So, she ich kann said, das nicht machen. and she says, I'm sorry then, and she leaves. Und dann sagte ich, es tut mir leid, und sie auch, und dann ist sie gegangen. And I get the official answer, no. Und dann habe ich irgendwann die offizielle Antwort bekommen, nein. I became upset, but I go and reapplied again. Ich habe mich ziemlich aufgeregt, She comes- aber ich bin wieder hingegangen, habe einen neuen Antrag gestellt, She comes again, und sie kam dann wieder, die Dame, and she looked at me and she said, have you changed mind? und sie hat mich angeschaut und gesagt, und, haben Sie sich noch mal überlegt? And I said, no. Ich sagte, nein. And she said, I'm sorry. Dann sagte sie, sorry, tut mir leid, And she left. und ist wieder gegangen. Again, I get the answer, no. Und wieder habe ich den Bescheid bekommen, nein. I reapplied 6 times for that. Ich habe 6 Mal den gleichen Antrag gestellt. 6 times the same thing. 6 Mal die gleiche Sache gelaufen. And then I go to God and say, God, but why do you want us to do this? Why did you bring us till here? Und dann habe ich Gott gesagt, warum hast du uns auf diese Idee gebracht? Warum sollten wir das machen, wenn es nicht geht? My wife stepped back from her work because she said she would get focused on the Meine Frau hat kindergarten. ihre Arbeit aufgegeben, damit sie hier sich ganz auf die Arbeit am Kindergarten And konzentrieren I kann. said, this will be the last time I'm trying, then we'll stop on that. Und dann habe ich gesagt, Gott, das ist das letzte Mal, wo ich es versuche, und dann Schluss damit. I reapplied. Dann habe ich nochmal den Antrag She gestellt. comes again Die Dame kommt wieder. and she looks at me and says, did you change mind? Sie hat mich wieder angeschaut und gefragt, und hast du es überlegt? And I say, no. Ich sage, nein. And when she was leaving, she tells me, oh, can you drive me to my office because I'm late? Und sie hat sich dann von mir abgewendet, um zu gehen. Auf einmal bleibt sie stehen und sagt, kannst du mich in mein Büro fahren, denn ich bin schon ein bisschen spät. And the educational ministry is very close to my alliance office. So I said, yeah, I can come with you and I'll stop to my office dieses also. Ministerium ist ganz nah bei meinem Büro von der Evangelischen Allianz. So dachte ich, klar, ich kann sie dorthin fahren. So she get on my car and we start driving. Sie ist in mein Auto gestiegen, wir sind losgefahren. She looks at me and she says, what did you tell me that you are? Und dann hat sie gesagt, mich angeschaut und gesagt, nochmal,
I said, Was sind Sie? Was machen Sie? I said, I'm a priest because of the Orthodox background. People Also, know more priests Ich there. habe dann, weil die Leute dort sehr orthodox, wenn überhaupt christlich geprägt sind und das verstehen, sage ich bin ein Priester. And she looks at me and she says, can I share with you something? Because I know you might be tired of this. Many people can come and share, but can I share something? Und dann sagte sie, ich weiß, vielleicht sind Sie es leid, dieses ganze Gedöns, was wir hier gemacht haben, aber darf ich mal Ihnen etwas mal erzählen? And I said, yes, please. Und ich sagte, ja, bitte, erzählen Sie. And she started sharing with me that she was having the hardest time of her life. Und sie fing an zu erzählen, dass sie gerade die härteste Zeit ihres Lebens She durchmacht. was sharing with me problems that she had with her husband, and she was divorcing with her husband. Und sie hat mir erzählt, dass sie große Probleme mit ihrem Ehemann hatte und dabei war, sich von ihm scheiden zu lassen. She was telling so many details, and I was listening, and she was crying. Und sie hat so viele Details erzählt und ich habe zugehört, sie fing an zu weinen. And pretty soon we were to her office. Und nach einer Weile sind wir an ihrem Büro angekommen. And she was like, okay, I'm leaving now. Und es war dann so ungefähr wie, okay, vielen Dank, ich gehe jetzt. And I said, you know, I cannot give you any advice on this, but can you please let me pray for you? Und ich habe ihr gesagt, ich habe jetzt keine großen Ratschläge für Sie, aber dürfte ich für Sie beten? And I did just a simple prayer because she wasn't even a Christian. Und ich habe dann ein ganz einfaches Gebet gesprochen, denn sie war ja nicht einmal eine Christin. Like, God, you know what she's going through, help her go through this. So wie man so betet, Herr, du weißt, was die Frau für große Probleme durchmacht und bitte hilf ihr. It was very simple, and then she left. Es war ein ganz einfaches Gebet und dann ist sie ausgestiegen. Some days during that week we go to Macedonia because we had the faculty meeting there, the curriculum meeting. Und ein paar Tage später in der Woche sind wir nach Mazedonien gefahren, weil dort ein Treffen, der Fakultätstreffen war von der Bibelschule. And during we were in the meeting, I get a message saying, Während des Meetings dort bekomme ich eine Nachricht. Pastor, I will never forget you. Pastor, ich werde dich nie vergessen. You can come and get your Du license. kannst kommen und dir deine Genehmigung abholen. You know, many times we don't know why things go so long. Und seht ihr, manchmal verstehen wir es einfach nicht, warum Dinge sich so lange hinziehen. We don't know why we don't get things at the time that we want. Und wir verstehen nicht, warum wir nicht das bekommen, wofür wir schneller bekommen, für das wir gerade gebetet But haben. I'm sure for something that God gives us the things when it's His time. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns das gibt, wenn es seiner Zeit We entspricht. started immediately with the kindergarten. This is a part of the kindergarten. Wir haben dann sofort mit dem Kindergarten, mit der Arbeit dort angefangen. Hier seht ihr ein Bild. We have kids from the community there. Da kommen Kinder aus der Kommune in den Kindergarten. Pretty soon after we had started, they come there, eat, sleep there, and pray together. Und die Kinder kommen, die essen, die lernen, die schlafen sogar manchmal dort. Wir beten zusammen. There's a 3-year-old girl, small girl called Gracie. Da ist ein 3 Jahre altes Mädchen, das Gracie heißt. Her uncle is an imam in Albania, and they are from a very strong Muslim family. Und ihr Onkel ist ein Imam in Albanien und die stammen aus einer sehr starken muslimischen Familie. And after a while, her mother comes to Eda, my wife, and says, like, what are you listening to the kids here? What are you teaching, to the kids here? Und da kam irgendwann mal die Mutter von dem Kind zu meiner Frau Etta und sagt, was bringen sie eigentlich unseren Kindern hier bei? And Eda started explaining that we do this, we do that, we even do some Bible studies. And meine Frau erklärte ihr dann, wir tun dieses, wir tun jenes und wir tun auch biblische Geschichten erzählen. And Eda asked why. Und die fragte, warum? And that person said, because every time we sit to eat,
Und dann hat die Mutter gesagt, denn jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, um zu essen, our daughter doesn't allow us to start eating without praying. dann erlaubt uns unsere Tochter nicht anzufangen, bevor wir nicht alle gebetet haben. You know, God is using a 3-year-old girl in a strong Muslim family Und das ist doch irre, dass Gott ein 3-jähriges Kind in einer starken muslimischen Familie to gebraucht, show Jesus to them. um denen to pray to Jesus zu Jesus. zeigen. And we have 1 year now already that we have started, and we have several families, not only kids, but families coming to our church. Und wir sind jetzt 1 Jahr dabei, dass der Kindergarten läuft und es kommen einige Familien von den Kindern zu uns in die Gemeinde. Is it easy to serve in a place like that? Ist es leicht, dort zu dienen? Of course, no. Natürlich nicht. We have so many challenges, so many problems. Wir haben so viele Herausforderungen dort, so viele Probleme. Like last summer, had a big evangelism kids outreach in the center of Kombinat. Zum Beispiel im letzten Sommer hatten wir It so was- eine Kinderevangelisation im Zentrum von Kombinat. This is the center of Kombinat, and there's the entrance to Kombinat. Und das ist so das Zentrum in Kombinat. Da hinten sehen wir den Eingang dazu. And we are with a group there praying for the outreach we were going to have. Und wir stehen da zusammen in einer Gebetsgemeinschaft für den Einsatz, den wir gleich haben And we werden. had more than 200 kids coming to that program. Und wir hatten ungefähr über 200 Kinder, die zu unseren Veranstaltungen kamen. But the police also came there and they took me. Aber auch die Polizei kam und die haben mich mitgenommen. They got me to the police office. Die haben mich ins Polizeipräsidium And geschafft. they were telling me that I was no longer allowed to do that or I would get to Und man hat prison. mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, ich darf das nicht wieder machen, ich darf nicht mehr so arbeiten. But because of the position I have with the Lions, they allowed me to go because they didn't want to become a big issue. So, dann aber haben sie gemerkt, dass ich der Generalsekretär der Evangelischen Allianz bin und aus Sorge, dass da die Big Shots kommen und irgendwas tun, haben sie mich wieder gehen lassen. So there are many challenges that we can face on. Es gibt natürlich immer wieder große Herausforderungen, But denen wir gegenüberstehen. But we know that the only thing we have to do is to obey God. Aber wisst ihr, das Einzige, was wir wirklich tun müssen, ist Gott gehorsam To zu obey sein. God with all the price. Mit allem, was dazugehört, mit dem Preis, der dafür zu zahlen ist. That's why I would ask you to keep on praying and thinking of us there in Albania. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr an uns denkt und auch für uns in Albanien betet. We need each other. We need each other because we are a family in God. Wir brauchen einander. Wir alle sind eine Familie in Gott. And it's very important to pray for one another. Und es ist ganz wichtig, dass wir füreinander beten. And I know that as a pastor, I have to be accountable before God for the people I'm serving at. Und ich weiß, dass als Pastor bin ich verantwortlich vor Gott für die Menschen, die er mir anvertraut As hat. Pastor Hans, he has to be accountable for the people he's serving here. So wie der Pastor hier auch verantwortlich ist für die Menschen, denen er hier dient. And to help each other, to support each other, we need to pray and to care for each other. Und um uns zu helfen, uns zu unterstützen, ist es wichtig, dass wir füreinander beten und einstehen. Brothers and sisters, when have you heard the last time from God? Ihr Brüder und Schwestern, wann habt ihr das letzte Mal von Gott gehört? Have you listened to him speaking about the calling that he has for you? Habt ihr den Ruf gehört, den er vielleicht an euch richtet? Have you listened to him speaking about the services you should do? Habt ihr gehört, wie er zu euch gesprochen habt über den Dienst, den ihr eigentlich tun solltet? Have you listened from him that maybe you have heard someone at church or at work, at school, I don't know where, and telling you go and ask for forgiveness? Oder habt ihr gehört, dass es irgendjemand gibt, wo ihr hingehen müsst, um Vergebung zu bitten? Have you listened and you didn't answer? Habt ihr gehört, aber ihr habt nicht darauf geantwortet? Go and answer and obey his word, because do you know what the Bible says? Geht und antwortet Gott und gehorcht seinem Wort. Wisst ihr, was die Bibel sagt? James 1 verse 22 says, In Jakobus 1, Vers 21 heißt es, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. We have to obey to his word. Wir müssen Gottes Wort und seinem Reden gehorsam sein. We have to obey to his calling to Wir us. müssen gehorchen, wenn er uns ruft in eine Aufgabe. God speaks to us. Gott spricht zu uns. And it's very vital for us to listen to him. Und es ist ganz lebenswichtig für uns, dass wir ihn hören. Are you ready to listen to him? Seid ihr bereit, ihn zu hören? Are you ready to open your hearts and listen what he has for you? Seid ihr bereit, euer Herz zu öffnen, um zu hören, was Gott euch zu sagen Are you hat? ready to leave any other things that doesn't have any value in your life and be focused on God? Seid ihr bereit, all das, was keinen Wert für euer Leben hat, mal zurückzulassen und euch ganz auf Gott hin zu fokussieren? Are you ready to sit on Jesus' feet Seid like ihr Mary did? bereit, wie Maria zu den Füßen Jesu zu sitzen? Are you ready to take away all the distractions of this world Seid ihr bereit, all die Ablenkungen aus dieser Welt mal abzugeben und sein zu lassen and focus only at God's voice? und euch einfach auf Gottes Stimme hin auszurichten? Are you completely hearing when he speaks to you? Hört ihr tatsächlich alles, was er euch sagt? Brothers and sisters, open your hearts to his voice Ihr Brüder und Schwestern, öffnet euer Herz seiner Stimme and allow him to speak to your hearts. und erlaubt ihm, zu euren Herzen zu reden. Allow him to show you his visions, Erlaubt ihm, seine Vision euch zu to zeigen show you his plans, the plans und that he has euch for you. seine Pläne zu offenbaren. Let us pray together. Lasst uns beten miteinander. Dear God, we thank you. Herr, wir danken dir. We thank you that you are our living God. Wir danken dir, dass du unser lebendiger Gott bist. We thank you that you keep on speaking to us. Und wir danken dir, dass du immer wieder zu uns redest. You keep on coming and showing to us Du kommst immer wieder und näherst dich uns immer wieder neu. the plans that you have for us. Du zeigst uns die Pläne, die du für uns And hast. I ask for each one of us that is here today. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. I ask that our hearts will be melt before you. Und ich bete einfach darum, dass unser Herz weich wird vor dir. Our hearts will be open towards your voice. Dass unser Herz offen wird für deine Stimme. And we will be like Mary, Und dass wir wie Maria sind, that would prefer more to sit on your feet, die es vorzieht, zu deinen Füßen zu would prefer sitzen. more to stay and listen from you, Die es vorgezogen hat, mehr von dir zu to hören. spend time with you, Zeit mit dir zu than verbringen. doing all other things of this world Als all die Dinge in dieser Welt zu that tun, doesn't matter at all. die komplett unwichtig sind. Please, oh God, make that this church Herr, schenke du, dass diese Gemeinde, will be completely focused dass diese Gemeinde sich komplett auf dich hin ausrichtet and then shining and showing your love to this community. und scheint und die Liebe Gottes der Kommune, der ganzen Umgebung zeigt. Bless this church, oh God. Segne du diese Gemeinde. Bless all the people that are coming here and are obeying to your word. Segne all die Menschen, die hierher kommen und die deinem Wort gehorsam folgen. In your name we pray. In deinem Namen bitten wir das. Amen. 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 May God bless you. Thank you very much. Vielen Dank, Gesti, für diese herausfordernde Predigt. Und ich denke, ihr habt Gelegenheit, im Bistro mit ihm nochmal zu reden und Fragen zu stellen. Es ist einfach großartig, was Gott in diesem Land tut und was für tolle Menschen das sind, die ihm dort dienen. Lernt ihn kennen, begrüßt ihn. Und wenn ihr mithelfen wollt, seine Arbeit zu unterstützen, die haben dort nicht viel. Wir haben viel mehr. Lasst ein bisschen was von dem da am Ausgang, werft es in die Schale rein. Wir geben das gerade so dem Gesti mit. Amen. Dankeschön. Ich lade uns ein, aufzustehen. Wir singen noch ein Lied miteinander, bevor wir ins Bistro gehen und Zeit und Gemeinschaft verbringen. Gott mit euch, einen wunderschönen Sonntag.